Bomdier. Wir haben hier richtig gut geschlafen. Da stand das Zelt, ohne Außenplane, aber sonst, wie gehabt, wie gewohnt, haben wir da geschlafen. So fühlen wir uns am wohlsten. Ja, wir hatten hier eine relativ ruhige Nacht. Es war ein bisschen Verkehr drumherum und hier sind auch deutlich laute Fahrzeuge unterwegs, ähnlich wie in Marokko. Aber hier drin war es echt ruhiger als die letzte Nacht auf dem Campingplatz. Sehr schön. Der uns hier eingeladen hat, der hat uns dann auch nochmal zum Frühstück eingeladen. Da gab es dann Orangensaft und Brötchen. Ja, ein bisschen Aufschnitt, aber davon haben wir nicht viel genommen, weil das meiste davon war Fleisch. Naja, aber war trotzdem gut. Die haben da unten einen Papagei in der Ecke. Ich weiß nicht, ob der freiwillig da ist, aber auf jeden Fall ist er nicht angekettet oder so. Dem geht's so halb gut. Also da konnte man jetzt kein Leid erkennen. Ansonsten sind hier auch diese Weißbüscheläffchen. Die werden hier morgens gefüttert. Dann klettern die ein bisschen an den Bäumen rum und über die Dächer. Und dann hauen die sie ab. Das wurde uns auch erklärt, dass die dann morgens wieder abhauen. Hier in den Wald hinein. Weil da kommen die auch her. Und irgendwann nachmittags kommen die wieder und werden dann wahrscheinlich nochmal gefüttert oder so. Auch interessant. Ansonsten haben wir uns ein bisschen mit denen unterhalten. Sein Bruder ist wohl auch ein bisschen mit dem Fahrrad geradelt, weite Strecken. Auch interessant. Ansonsten, du noch irgendwas zu sagen? Oh, wir haben nur noch ein bisschen uns unterhalten, ob es hier die nächste Schlafmöglichkeit noch irgendwo gibt. Soll in dem nächsten Ort in Pidade, soll es angeblich ein Hotel geben. Mal gucken, ob das noch einen Platz frei hat. Ansonsten meinte der in Sokrabo oder wie das ausgesprochen wird, aber das wäre noch 40 Kilometer weiter. Naja, mal gucken, wir werden schon irgendwas finden. So, es geht weiter. Wir haben uns gerade nochmal nett verabschiedet. Der uns eingeladen hat, ist ja schon weg arbeiten. Aber ja, von seinen Eltern und von seinem Vater und seiner Schwester haben wir uns jetzt nochmal verabschiedet und bedankt. Sehr, sehr nette Familie, ne? Ja. Und ja, als wir das getan haben, sind da gerade 2 Tukane in den Baum hinter uns reingeflogen oder auf die Baumkrone da in die Blätter. Voll cool. Ja, es ist richtig schön mit dieser Tier- und Pflanzenwelt hier. Ja, habt ihr schon mal... Oh, ich habe hier noch die Gastkarte. Habt ihr schon mal Tukane live gesehen? Außerhalb eines Zoos? Zurück auf der Straße. Jetzt geht's nach Pidade. Und dann hoffen wir mal, dass da eine Möglichkeit ist. Auf jeden Fall, jetzt am Tag ist die Welt wieder freundlicher, netter. Und ja, jetzt haben wir wieder Möglichkeiten, Kilometer zu machen und so. Aber es bleibt bergig. Also hier an der Küste bis weit ins Inland ist deutlich bergig. Also die Typografie ist ganz schön anstrengend hier. Und das haben wir wohl die nächsten 1200 Kilometer oder so noch. Vielleicht auch 1500. Bis wir irgendwo in Paraguay sind. Und da soll es flachländig sein. Und dann, glaube ich, bleiben wir eher so in der Mitte des Kontinents, da wo es flachländig ist, und fahren dann von da aus irgendwie nach Argentinien runter. Da hinten kommt Ann-Kathrin und führt den Stau an. 1, 2 Leute haben es schon gehupt. Ja, was sollen wir machen, ne? Die Straße ist auch für uns. Leute, die haben extra ein Schild für uns aufgebaut. Fahrradtourismus. Bitte respektiert die Fahrradfahrer oder so ähnlich. Voll gut. Was sagst du dazu? Ja, man sollte das öfter mal aufstehen, damit die Autos und die Trucks ein bisschen mehr Abstand halten. Heute hat der Truck ein bisschen mehr Abstand gehalten zu mir, der eine, war auch sehr respektvoll, aber wir hatten es ja die Tage davor auch schon ganz anders. Ja,
Also das Schild sehen wir gerade zum ersten Mal. Kann auch sein, dass wir das an ein oder anderer Stelle übersehen haben. Aber wenn wir das übersehen, dann übersehen die anderen das ja natürlich auch, oder? Ann-Kathrin hat recht, das sollte man öfter aufstellen. Weiß nicht, jeden Kilometer vielleicht? Nee, alle 5 bis 10 Kilometer könnte es vielleicht Sinn machen, damit die Autofahrer wirklich wissen, ja, aber die hätten auch bei der Straßenplanung ein bisschen mehr Platz einbauen können. Kostet zwar ein bisschen mehr Asphalt und ein bisschen mehr Farbe, aber ist in anderen Ländern ja auch so. Vor allen Dingen in Spanien, da ist die Straße auch nicht so schmal, sondern dann gibt es immer noch einen Seitenstreifen daneben. Das hatten wir letzten Tage zwar auch, aber seitdem wir hier auf dieser Straße sind, seit gestern, ne? Ja. Haben wir das nicht mehr. Da ist die so schmal und dann ist hier an der Seite nur Gras und Schotter. Und wenn da Cyclotourismus steht, wäre auch mal cooler, wenn die ein paar mehr Campingplätze und sowas hier errichten würden auf der Straße, damit es ein bisschen attraktiver wird, hier auch wirklich mit dem Fahrrad lang zu fahren. Das stimmt, das stimmt. So Leute, wir sind hier jetzt an einem Straßengeschäft. Wir haben hier einen vollen Body mit Zuckerrohrsaft bekommen. Der ist jetzt schon fast leer. Hat 10 Reals gekostet, ne? Ja. Wie viel sind das? 1 Euro noch was, ne? Ja, ist auf jeden Fall vollkommen okay. Vollkommen okay. Ja, die haben hier richtig viel Obst, Gemüse. Da sind riesige Kürbisse, dann haben die noch Zwiebeln und Äpfel und sowas. Keine Avocados, ne? Ja, irgendwie sehen wir Avocados hier gar nicht so in der Umgebung. Vielleicht werden die hier einfach nicht angebaut. Ja, dann haben die da noch riesen Tüten mit Chips. Wahrscheinlich selbst hergestellt oder so. Und da in der Theke sind zwar Brötchen, aber angeblich ist da überall Fleisch drin, ne? Ja, es ist eher so frittiertes Zeug. Na gut. Wir fahren gleich zu einem Hotel, gucken da mal, ob es irgendwie klappt. Ist hier direkt im Dorf nebenan. Piedade, das was wir erzählt hatten. Und wenn das nicht klappt, dann fahren wir weiter. Was gibt's für Optionen? Ich habe geguckt, also es gibt vielleicht noch einen Campingplatz. Bin mir nicht sicher, ob es ein richtiger Campingplatz ist. Ich habe mal auf Google Maps nachgefragt. Das fragt man sich manchmal wirklich, weil das auf den Bildern nicht so aussieht und von den Rezensionen her kann man das auch nicht rauslesen. Ja, weil da stand irgendwas mit Freiwilligenarbeit und irgendwelchen Programme und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein richtiger Campingplatz ist in dem Fall. Manchmal wählen die auf Google Maps auch einfach die falsche Kategorie. Das kann man übrigens auch melden, falls euch das mal auffällt, das kann man melden. Einfach Änderungen vorschlagen und dann auf die Kategorie gehen und dann müsst ihr auch nicht die richtige Kategorie angeben. Man kann auch anhaken, dass man sich sicher ist, dass das falsch ist, aber man weiß nicht, was die richtige Kategorie ist. So in etwa kann man das anhaken und absenden. Das hilft auch schon ein bisschen weiter. Vor allen Dingen Leuten wie uns, die auf der Suche nach einem Campingplatz sind. Oder generell nach einem Schlafplatz. Ja. Ansonsten hatte ich gesehen noch ein Bed and Breakfast, aber da sind keine Bilder drin und so und auch keine Bewertung. Ist die Frage, ob das wirklich existiert. Ja, und ich habe noch ein anderes Hotel gesehen, ein bisschen weiter hinten. Da gibt es auch Bilder zu, aber ist jetzt nicht so, sieht jetzt nicht so toll aus, aber naja, zur Not würde das vielleicht auch gehen. Mal gucken, wir berichten. So, wir sind am Hotel, aber schaut euch mal, wie hügelig das ist. So steil runter und da hinten wieder steil bergauf. Alter Verwalter. Ich weiß nicht, irgendwie fehlen hier auch die Steigungsschilder, wahrscheinlich aus gutem Grund. Das sind locker 20-30% oder so gefühlt. Keine Ahnung, wir können das schlecht einschätzen. So, wir sind im Zimmer. Die Fahrräder konnten wir richtig sicher abstellen, unten in so einem Werkstattraum. Jetzt sind wir hier. 300 Reals haben wir bezahlt. Irgendwas mit 40 Euro, 43 noch was war das, glaube ich. Ja, schöne Aussicht auf Piedade. Genau. Ich glaube, wir gehen auch bald mal raus und schauen uns das hier genauer an. Wir haben ja noch ordentlich Zeit. Ist ja noch Vormittag, ne? Oder? Ja, also bald Mittag. Es ist kurz vor 12.
Kurz vor 12. So, wir sind jetzt wieder draußen ohne die Fahrräder. Schauen uns ein bisschen die Stadt an. Und dann gehen wir später noch was Leckeres essen, ne? Ja. Wo sind wir? Wir sind hier in der Einkaufsstraße im Pidade. Ja, hier gibt's Geschäfte, ne? Ja. Ganz normal. Waren gerade in einem Süßigkeitenladen. Ja, viel Marshmallow, viel Zucker. Ja, hatte ich jetzt nicht so Lust auf Marshmallow, weil einmal, als wir beim Bäcker so Marshmallow-Zeug hatten, aus Versehen. Ich weiß Wo nicht, wir dachten, das wäre ein Kuchenstück. ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, weil wenn man zu viel davon isst, kann einem auch schlecht werden. Mhm. Wir sind jetzt nicht so die Süßigkeiten-Esser. Eher so mal ganz klein zwischendurch. Wir sind hier gerade im Supermarkt und ich wollte euch einmal kurz zeigen, wie anders hier das Gemüse aussieht. Gurken, Zucchini und Karotten wirken ein bisschen dicker. Auberginen wirken ein bisschen größer und das ist, glaube ich, was ist das? Rote Beete, ne? Und die Dinger mögen wir auch sehr, weil das sehr preiswert ist. Das sind Getränkepulver und schaut mal, wie viele Sorten die hier haben. Wir waren jetzt auf der Suche nach Postkarten, ne? Aber hier gibt's keine, ne? Nee. Also das ist jetzt generell nicht so der Touristenort, aber in Sao Paulo haben wir auch keine gesehen. Ja, vielleicht ist das hier einfach nicht mehr so aktuell. Ja, aber wir haben was anderes gefunden. Und zwar? Einen kleinen Pfannenwender. Ja, da waren wir wirklich auf der Suche nach. So, jetzt gehen wir wieder zum Hotel zurück, ne? Ja, auf jeden Fall erstmal in die Richtung. Ja, also so viel gibt es ja jetzt doch nicht zu sehen. Man kann einiges einkaufen, aber wir wollen unseren Magen ein wenig frei halten wegen... Wir wollen später ja noch zu einem Buffet-Restaurant. Ja. Bom dia! Wir haben hier gut geschlafen und gestern Abend waren wir doch nicht mehr bei dem Buffet-Restaurant, was wir erst angesprochen hatten, weil uns ist dann später eingefallen, oh, die machen ja um 15 Uhr zu und wann haben wir natürlich drauf geguckt, wann die zumachen, nach 15 Uhr. Hatten dann eigentlich noch ein anderes Buffet-Restaurant gefunden, ne? Sind da auch hin, stand auch, dass laut Google das offen haben sollte und dann hatte das leider zu. Wir standen da ein paar Minuten länger, als dass es hätte wieder geöffnet haben sollen und dann kam nebenan einer von den Ladenbesitzern und der meinte dann so, nee, die haben geschlossen und ja, wir haben das dann auch wieder direkt gemeldet in der Google Maps App und ja, sind dann eben erstmal einkaufen gegangen für heute schon und für die nächsten Tage, damit wir das heute Morgen nicht mehr machen müssen und ja, dann haben wir uns eben ein anderes Restaurant rausgesucht, waren dann stattdessen in einem Burgerladen. Hat auch sehr, sehr gut geschmeckt und ja, sind dann eben später wieder zurück. Und heute geht's weiter. Wir haben unsere Route leicht angepasst. Wir wollen jetzt nicht über Pilar do Sul fahren, sondern ein bisschen weiter runter hier, wieder Richtung Meer, weil da ist es ein bisschen weniger bergig und haben gesehen, da ist das Höhenprofil etwas angenehmer. Mal sehen, wie es wird. So Leute, wir haben jetzt 450 Meter hinter uns. Davon waren, keine Ahnung, 100 Meter bergab vom Hotel da hinten. Und dann, ihr habt ja gestern gesehen, diesen Steinberg hier, den sind wir jetzt rauf. Den mussten wir jetzt rauf. Da ist Ann-Kathrin noch voll am Schieben. Am Ende ihrer Kräfte, die sie eigentlich jetzt neu gewonnen hat durch das Frühstück. Sie hat sehr ausgiebig gefrühstückt, aber... Diese Berge hier. Also, wir müssen noch ein bisschen kämpfen. Dann können wir uns mehr oder weniger in Küstennähe entspannen. Das Meer werden wir aber nicht sehen. Und irgendwo vor Curitiba geht es wieder ordentlich bergauf. Wir sind hier gerade im Baustellenbereich, wo auch immer die Baustelle ist, wahrscheinlich da hinten irgendwo. Aber ich will euch was zeigen.
Das sieht so lustig aus. Das ist kein Mensch, das ist eine Puppe. Und hinten am Fuß oder hinterm Fuß ist eine Batterie mit Elektronik und so, die wahrscheinlich irgendwie in den Arm geht. Ja, und ihr seht das Resultat. Er hebt die Fahne. Naja, nicht ganz hoch, aber zur Hälfte. Das reicht wohl. Das ist ja lustig. Wir sind am Ende der Baustelle. Da sind die Jungs und das ist der frische Seitenstreifen. Wird auf jeder Seite einmal neu gemacht und ja. Ja, und gleich können wir auf jeden Fall wieder auf die rechte Seite, weil da ist noch nicht frisch dahin. Genau, man sieht es vielleicht, wir sind gerade auf der Gegenfahrbahn gefahren, aber die war abgesperrt. Jo Leute, wir sind in Tapirei. Naja, nicht ganz. Irgendwo da hinten ist Tapirei. Da gucken wir nochmal nach dem Hotel, weil hier auch irgendwie kein Campingplatz in der Nähe ist. Doch gibt es, aber nur mit Reservierung. Und wir haben gestern per E-Mail angefragt und keine Rückmeldung bisher erhalten. Deshalb, ja, Wildcampen trauen wir uns immer noch nicht. Mal gucken, wann wir das erste Mal hier Wildcampen. Wir haben ein Zimmer, juhu! Ja, wir sind hier jetzt im hinteren Bereich. Hier ist irgendwie, ich weiß nicht, ob da noch Leute wohnen oder so. Auf jeden Fall ist das Restaurant und oben ist Hotel. Und wir dürfen hier hinten unsere Fahrräder abstellen, so dass die keiner sieht. Also wir dürfen die sogar hier in die Werkstatt wieder reinstellen. Sehr schön. Und hier um die Ecke muss man aufpassen, da knurrt was. Da sind so 2 Wuffis. Ja, nicht so viele Hunde hier wie in Marokko, aber doch an vielen Stellen. Und vorne ist auch so ein wuscheliger Wuff-Wuff. Ja, eine Nacht da oben. Zimmer ist okay. Haben sogar noch ein Doppelbett. Also da ist ein Doppelbett und ein Hochbett mit drin. Wofür wir das brauchen, weiß ich nicht. Vielleicht für die Taschen. Ja, aber sieht gut aus. Reicht aus für die Nacht. Wir haben sogar Wi-Fi. Was wollen wir mehr?